Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man in der Chemie stöchiometrisch rechnet. Wir wollen in einem realen Experiment Stahlwolle verbrennen und dabei die Gewichtszunahme berechnen. Unsere Aufgabe lautet, 33,5 Gramm Stahlwolle werden an der Luft zu Eisenoxid Fe3O4 verbrannt. Wie viel Gramm Eisenoxid entsteht dabei? Bevor wir mit der Rechnerei anfangen, stellen wir uns erstmal ein paar Fragen. Vielleicht haben wir uns gewundert, dass Eisen überhaupt brennt. Wir haben hier Stahlwolle, das sind also ganz feine Eisendrähte. Die habe ich auf eine empfindliche Waage mit 2 Nachkommastellen gelegt. Nun gehe ich mit einem Feuerzeug dran und tatsächlich die Stahlwolle fängt Feuer. Wir sehen auch eine kleine Gewichtszunahme dabei. Ich kann das Feuerzeug wegnehmen und die Stahlwolle brennt weiter, das Gewicht nimmt weiter zu, bis schließlich der gesamte Knäuel durchgebrannt ist zu einer schwarzen, spröden Masse und das Gewicht ist deutlich angestiegen. Also wir haben zwei verwunderliche Ergebnisse. Zum einen, wir wissen jetzt, Eisen kann brennen tatsächlich und das Gewicht wird nicht weniger beim Verbrennen, sondern sogar mehr. Woher kommt das? Die Gewichtszunahme kommt daher, dass das Eisen beim Verbrennen Sauerstoff aufgenommen hat. Wir stellen mal die Reaktionsgleichung auf. Wir haben Eisen, wir haben Sauerstoff aus der Luft, die reagieren zu Eisenoxid. Das Eisen hat Sauerstoff aufgenommen, hat dadurch an Gewicht zugenommen. Wir müssen als erstes diese Reaktionsgleichung vervollständigen, indem wir die stöchiometrischen Faktoren vor die entsprechenden Reaktionspartner schreiben. Das heißt, wir sorgen dafür, dass wir auf der linken und auf der rechten Seite gleich viele Atomzahlen haben. Wir sehen, auf der rechten Seite haben wir 3 Eisenatome pro Molekül. Dann brauchen wir auf der linken Seite auch 3 Eisenatome, damit die Anzahl auf beiden Seiten gleich ist. Rechts haben wir 4 Sauerstoffatome und dann brauchen wir auf der linken Seite auch insgesamt 4 Sauerstoffatome. Da in der normalen Luft der Sauerstoff bereits als O2-Molekül vorliegt, brauchen wir 2 O2-Moleküle, um 4 Sauerstoffatome zu bekommen. Nun ist die Gleichung ausgeglichen, wir haben gleiche Atomzahlen auf beiden Seiten. Als nächstes schreiben wir die gegebenen Massen an diese Reaktionsgleichung dran. Wir haben also insgesamt 33,5 Gramm Eisen. Die Masse des Eisens ist 33,5 Gramm. Im nächsten Schritt wollen wir diese Masse in eine Stoffmenge, also Anzahl Mol, umrechnen. Dazu benötigen wir das Molargewicht von Eisen. Das kann man in der Tabelle, zum Beispiel im Periodensystem, nachschauen. 1 Mol Eisen, also 6 mal 10 hoch 23 Atome Eisen, wiegen 55,85 Gramm. Das heißt, hätten wir 55,85 Gramm Eisen, dann wäre das 1 Mol. Wir haben aber nur 33,5, also können wir mit dem Dreisatz das runterrechnen. Wir rechnen 33,5 geteilt durch 55,85 gibt 0,6 Mol. Also hier haben wir 0,6 Mol Eisen. Als nächstes berechnen wir die Stoffmenge des Eisenoxids, das wir haben wollen. Wir sehen an dieser Reaktionsgleichung, dass jeweils 3 Teile Eisen zu einem Teil Eisenoxid reagieren. Hier steht eine 1 davor, also haben wir hier 3 mal weniger Teilchen als auf dieser Seite. Mit Teilchen meine ich jetzt nicht die Eisenatome, sondern die Anzahl der Moleküle. Also diese gesamte Einheit haben wir 3 mal weniger als hier. Wenn wir 0,6 Mol Eisen hatten, dann sind das eben nur noch ein Drittel davon, 0,2 Mol Eisenoxid. Nun können wir die gleiche Rechnung, die wir hier vorwärts gemacht haben, hier rückwärts ausführen, damit wir zur Masse des Eisenoxids kommen. Also wir brauchen als nächstes das Molgewicht von Fe3O4. Das setzt sich zusammen aus den Molgewichten von Eisen, 55,85. Davon haben wir 3 Stück, 3 Atome im Molekül. Und das Molgewicht von Sauerstoff, das lesen wir im Periodensystem mit 16 Gramm pro Mol ab. Davon haben wir 4 Atome im Molekül, also mal 4. Das gibt insgesamt
231,55 Gramm pro Mol. Aus diesen beiden Werten können wir uns jetzt die Masse des Eisenoxids ausrechnen. Hätten wir 1 Mol Eisenoxid, würde es 231 Gramm wiegen, aber wir haben nur 0,2 Mol, also müssen wir das miteinander multiplizieren. Es gibt insgesamt 46,3 Gramm Eisenoxid. Das ist unser Ergebnis, das bei dieser Reaktion herauskommt, im Idealfall. Wir können diese Rechnung auch für den Sauerstoff vornehmen. An Sauerstoff haben wir hier 0,4 Mol O2, die doppelte Menge vom Eisenoxid, aber nur die 2/3 Menge vom Eisen gibt 0,4 Mol Sauerstoff. O2 hat ein Molgewicht von 2 mal 16, also 32 Gramm pro Mol. Und damit kommen wir auf eine Masse an Sauerstoff, die bei dieser Reaktion aufgenommen wurde, von 12,8 Gramm. Und tatsächlich, wenn wir mal diese Werte miteinander vergleichen, sehen wir 33,5 Gramm Eisen plus 12,8 Gramm Sauerstoff ergeben tatsächlich 46,3 Gramm Eisenoxid. Das heißt, die Summen der Massen vor der Reaktion und nach der Reaktion sind gleich geblieben. Das muss so sein, es verschwinden ja keine Atome dabei oder es kommen keine hinzu. Wir haben hier sozusagen die Probe gemacht und die Probe war erfolgreich. Das war nun der Weg, wie man theoretisch die Menge an entstandenem Eisenoxid berechnen kann. Jetzt wollen wir das Ganze mal an einem realen Experiment untersuchen, was wir vorhin schon gesehen haben. Wir haben am Anfang jetzt hier 4,32 Gramm Eisenwolle hinzugetan und am Ende der Reaktion, als hier alles schwarz wurde, haben wir auf der Waage 5,23 Gramm abgelesen. Wir können uns nun die Frage stellen, haben wir wirklich so viel Eisenoxid rausbekommen, wie wir theoretisch berechnet haben bei diesem Experiment? Man sagt, ist unsere Ausbeute wirklich 100% oder ist uns dabei etwas verloren gegangen, aus irgendwelchen Gründen? Dazu schauen wir uns nochmal unsere Rechnung an. Wir haben jetzt hier andere Zahlenwerte. In unserem Experiment habe ich jetzt nur 4,32 Gramm Stahlwolle genommen und wir haben gesehen, dass das Produkt, also das Eisenoxid, das rausgekommen ist, 5,23 Gramm gewogen hat. Wir fragen uns, wie viel Prozent des Eisens wurde jetzt tatsächlich in diesem Experiment oxidiert. Dazu nehmen wir uns wieder unsere Reaktionsgleichung von vorhin her, setzen für die Masse des Eisens diesmal 4,32 Gramm ein und mit dem gleichen Molgewicht von Eisen wie vorhin bekommen wir nun eine Stoffmenge in unserem Experiment von 0,07735 Mol. An unserer Reaktionsgleichung lesen wir nach wie vor ab, dass das Stoffmengenverhältnis Eisen zu Eisenoxid 3:1 ist, also haben wir nur ein Drittel der Stoffmenge Eisenoxid, 0,0258 Mol. Wie vorhin haben wir das gleiche Molgewicht von Eisenoxid, damit bekommen wir auf eine theoretische Menge von Eisenoxid von 5,97 Gramm. Wenn unsere Reaktion also vollständig abgelaufen ist, wie berechnet, müssten wir in unserem Experiment 5,97 Gramm Eisenoxid herausbekommen haben, theoretisch. Wir sehen, die Differenz aus den beiden muss dann der Sauerstoff sein, 1,65 Gramm Sauerstoff wären theoretisch aufgenommen worden. Tatsächlich lesen wir an unserer Waage ab, dass wir zwar am Anfang 4,32 Eisen hatten, aber zum Schluss kamen nur 5,23 Gramm Eisenoxid heraus. Das heißt, es wurden 0,91 Gramm Sauerstoff aufgenommen. Und aus dem Sauerstoff können wir nun ein Verhältnis bilden. Wir sehen also, dass anstelle von 1,65 Gramm nur 0,91 Gramm aufgenommen wurden. Das gibt ein Verhältnis von 0,55 und können daraus schließen, dass nur 55% des Eisens wirklich zu Fe3O4 oxidiert wurden. Nur 55%. Wir fragen uns mal danach, was könnte die Ursache sein für diese geringe Ausbeute. Ja, wenn wir uns das Bild anschauen, sehen wir, es kann zum einen sein, dass dieser Durchbrand hier nicht die gesamte Wolle
erwischt hat, dass hier einige Bereiche nicht gebrannt haben. Und wenn wir uns das entstandene Eisenoxid hier mal so im Detail anschauen, dann sieht man hier so Fäden und an den Enden der Fäden hängen jeweils geschmolzene Kugeln. Also wir können sagen, hier am Ende der Eisenfäden war das Material so heiß, dass es zu Kugeln geschmolzen ist. Hier ist es sicher durchoxidiert. Hier ist die Fadenstruktur erhalten geblieben. Es könnte sein, dass hier die Stahlwolle nur an der Oberfläche oxidiert ist und dass der Sauerstoff nicht an das Innere kam, also dass die Reaktion nur an der Oberfläche bei Sauerstoffkontakt stattfand und das Innere noch nicht reagiert hat. Es kann auch sein, dass wir bei unserer Rechnung Fehler gemacht haben, nicht prinzipieller Art, sondern zum Beispiel, dass hier solche Reaktionsprodukte aus der Schale rausgefallen sind. Solange sie hier auf dem Wegeteller landen, ist das kein Problem. Da werden sie mitgewogen. Aber wenn sie daneben fallen, werden sie nicht mitgewogen. Das bezeichnet man als Wägeverlust. Und eine weitere Fehlerquelle könnte sein, dass andere Reaktionsprodukte dabei entstanden sind. Es gibt nämlich noch das Eisen-2-Oxid, FeO, und das Eisen-3-Oxid, Fe2O3, die ebenfalls bei der Reaktion beim Verbrennen von Stahl an Luft entstehen können. Und die haben wir in unserer Reaktionsgleichung natürlich nicht in dem richtigen Verhältnis berücksichtigt. Okay, soweit die Stöchiometrieberechnung.